Alter. Boah. Aber Sound ist echt gut. Also wir befinden uns in Italien in der Nähe von Rom. Robert hat eine super Location hier rausgefunden, nämlich auf einer schönen Pferderange und Kuhrange. Vielleicht gehen wir jetzt dann gleich noch mit den Kühen ein bisschen reiten. Schauen wir mal, aber jetzt kommen wir erstmal zum Auto. Und zwar, wir sind unterwegs mit Bentley und wir testen heute den neuen Bentley Continental GT Speed. Speed bedeutet schon mal erstmal 24 PS mehr gegenüber dem normalen Continental GT, bedeutet eine Gesamtleistung von 659 PS, 900 Newtonmeter und vor allem das Geile, haben wir hier den W12 Motor verbaut. Das Ding bin ich schon immer ein Fan davon gewesen, vor allem was Höchstgeschwindigkeit angeht, denn hier sind bis zu 335 km/h möglich und wir fahren hier, nämlich die Cabrio-Version. Bedeutet, wir haben um die knappe 2,4 Tonnen am Start, aber immer noch 0 auf 100, 3,7 Sekunden. Coupé ist leichter, sind wir bei 2,2 Tonnen. 0 auf 100, 3,6 Sekunden. Und ich meine generell, wenn wir uns das Design anschauen, ich bin schon immer ein Fan gewesen vom Continental GT. Das Ding schaut dich einfach böse an, ist auf der anderen Seite wirklich elegant. Auch hier in Verbindung mit der Lackierung in dem Cambrian Grey. Also das ist wirklich geil. Vor allem dann hier der komplette Kühlergrill, schön blacked out, dann auch typisch die Bentley Scheinwerfer, wie elegant das aussieht. Und jetzt kommen wir mal zur Seite, beziehungsweise eine Sache muss man noch sagen, wir haben hier so eine schöne dezente Spoilerlippe aus Carbon und dann geht es jetzt hier weiter und das wird jetzt wirklich eine Ansage. Und zwar haben wir hier die größte Keramikbremse weltweit verbaut und zwar Carbon-Keramikbremse, 440 mm, also das ist brutal. Klar, wir haben hier fast 2,4 Tonnen am Start, aber ich bin mal gespannt, wie das Ganze verzögert. Vor allem, ich habe mal nachgeschaut in der Preisliste, die Carbon-Keramikbremse ist serienmäßig nicht dabei, optional ist das Ganze und kostet um die 13.000 €. Was ein Haufen Geld ist. Aber man muss ganz ehrlich sagen, ist eigentlich in Ordnung, denn wenn man das vergleicht, Lamborghini Urus kostet die Keramikbremse 30.000 €. Also das ist auf jeden Fall nochmal eine andere Ansage. Dann geht es hier weiter an der Seite. Hier auch schön entlang gezogen. Hier komplettes Carbonteil. Auch immer muss man bei Bentley sagen, vor allem wenn wir dann zum Innenraum kommen. Hier die Details schön. 12 für den Motor, der W12 Motor. Und jetzt gehen wir mal weiter nach hinten, ne? Denn da hat sich auch einiges getan. Denn wir haben jetzt eine Hinterachslenkung verbaut. Wir haben ein elektronisches Sperrdifferential. Bedeutet auch, der GT Speed ist hecklastiger ausgelegt. Also schauen wir mal, ob das Ding auch hier und da vielleicht sogar quer gehen wird. Es sollte auf jeden Fall hier mehr Fahrspaß sein gegenüber dem neuen Continental GT. Da bin ich mal wirklich gespannt. Auch hier hinten, wir haben hier eine dezente Spoilerlippe aus Carbon. Wir haben hier den Diffusor komplett aus Carbon. Ist auf jeden Fall schön aggressiv geworden. Und dann hier in glänzend schwarz lackiert die Endrohre. Wir können optional von Akrapovic eine Titan-Abgasanlage nehmen. Also das wird dann definitiv noch mal etwas lauter sein. Und jetzt würde ich sagen, jetzt schauen wir uns auch hier noch mal den Innenraum an. Wir gehen jetzt dann gleich beim Fahren nochmal im Detail auf den Innenraum ein. Aber nur ganz kurz hier mal grob gesagt hier mit den Sitzen. Wir haben hier jetzt mehr Alcantara beim Speed verbaut. Auch hier Kopfstütze Alcantara. Dann hier Innenraum, hier Einstiegsleiste. Schön mit dem Speed-Logo. Und ich meine generell Qualität ist halt einfach immer on point bei Bentley. Aber da gehen wir jetzt gleich nochmal im Detail beim Fahren darauf ein. Vom Preis her muss man sagen, wir sind bei der Coupé-Version bei 270.000 € und hier bei der Cabrio-Version bei knapp 300.000 €. Das sind knapp 60.000 € mehr als der normale Continental GT. Ist natürlich schon eine Ansage, aber man muss dazu sagen, wir haben auch mehr serienmäßig mit dabei. Und deswegen, ich würde sagen, wir labern jetzt gar nicht weiter. Wir zwei, wir steigen jetzt ein, beziehungsweise sollen wir erst noch Kühe reiten gehen oder was sollen wir gleich fahren? Nee, wir gehen erstmal reiten und dann können wir fahren. Ja, okay, pass auf, ich fahre mit dem Auto, du gehst Kühe reiten. Also machen wir so. Bis dann. Wie wäre es eigentlich, wenn wir mal das Dach aufmachen? Wenn wir schon im Cabrio sitzen, oder? Du willst es heute richtig herausfordern mit der Romantik, oder? Ja, also ich meine, es hat 11 Grad. 12 Grad hat es sogar. 12? Oh, Du willst wirklich offen fahren? Ja. Durch Rom. Durch wir Rom? zwei. Ja.
mit deiner Bentley Cap. Ja, natürlich. Alles klar. Dann machen wir doch mal hier das Dach auf. Schauen wir mal, wie schnell das geht. Hast du einen Timer gesetzt? Ja, ich zähle mit. Du zählst mit, ne? Das geht aber schon flott. Und, fühlst du dich jetzt besser? Ja, das ist schon sehr luftig. Jetzt kommt noch mal mehr Bentley-Feeling auf, Ja, oder? definitiv. Aber ich meine, auch Leute, ganz ehrlich, zieht euch diesen Innenraum hier rein. Also ich finde es immer wieder faszinierend, wie gut das Bentley hinbekommt mit der Qualität, mit der Verarbeitung. Wenn wir allein schon hier mit der Tür beginnen, allein diese zwei unterschiedlichen Nähte, dann hier oben beginnend mit dem Leder, dann dieses komplette Aluminium hier durchgezogen. Wir haben ja auch hier diesen typischen Screen, da drücken wir einmal drauf, dann haben wir sozusagen hier diese klassische Anzeige und dann haben wir auch hier wieder den kompletten Touchscreen. Was man natürlich sagen muss, GT Speed ist etwas sportlicher ausgelegt, auch im Innenraum. Wie ihr hier sehen könnt, wir haben hier Alcantara verbaut, genauso auch hier. Und das Lenkrad kommt normalerweise serienmäßig in Alcantara. Ich bin immer ein Riesenfan von Alcantara-Lenkrädern hier. Allerdings hier ist es optional mit dem Lederlenkrad ausgestattet. Wäre mir jetzt das Alcantara-Lenkrad lieber, aber allein auch hier, schaut euch das mal an, diese ganzen Knöpfe und alles, diese Verarbeitung ist einfach faszinierend. Auch hier für Lautstärkenregelung, dann hier komplette Mittelkonsole, auch hier diese Lüftung. Also ist immer wieder, wenn ich hier in so einem Bentley Continental GT Speed jetzt sitze, ist einfach faszinierend die Qualität. Auch hier haben wir die verschiedenen Driving Modes, Sport, Bentley, Komfort, Custom. Custom können wir uns alles individuell einstellen. Wir sind jetzt hier ganz entspannt im Bentley-Mode unterwegs. Und ja, wir zwei Süßen, wir fahren hier ganz entspannt durch Rom. Wir wollten aber irgendwo noch hinfahren. Du wolltest mir irgendwas zeigen, du hast gesagt, das muss ich sehen. Ja, es gibt da so einen großen Laden, der nennt sich Kolosseum. Kolosseum. Ja, da können wir doch mal vorbeischauen. Aber mit, boah, ey, also diese Rollerfahrer hier, das ist schon, komm, wir gehen jetzt hier mal einmal in den Sportmodus. Schauen wir mal, was hier der W12 mit 659 PS kann. Also es gibt optional noch von Akrapovic die Titananlage. Also Boost hat er auf jeden Fall da, die Power ist definitiv da. Okay, ja, er blubbert auch ein bisschen hinten raus. Ja, das ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. Wie gesagt, Akrapovic Titan-Abgasanlage hat der hier allerdings jetzt nicht verbaut. Würde mich echt mal interessieren, wie das im Vergleich klingt. Aber ich meine, Gas geben tun wir dann später, wenn wir da ein bisschen hier außerhalb von Rom sind. Jetzt schauen wir erstmal, wo es zum Kolosseum geht, denn das wollen wir sehen. Robert, ich glaube, wir sind im Kolosseum angekommen. Ich glaube, das ist... Schau mal hier rechts. Also der Ausblick beim Kolosseum, das ist schon... Die Bögen und so weiter, das ist schon, also, ne? Ja, sehr imposant. Robert, was hast du schon wieder gemacht? Wie hast du schon wieder eingeparkt? Alter, Also ich glaube, der hat seine besten Zeiten hinter sich. Ja, das war gestern Abend. Der hat beim Parken definitiv nichts mehr zum Verlieren. So, dann sind wir jetzt halt auf einer etwas kurvigeren Strecke unterwegs. Bedeutet, wir gehen jetzt mal hier in den Sportmodus. 659 PS, 900 Newtonmeter am Start. Robert, bist du bereit? Kommst du klar? Ja, Keramikbremse ist am Start. Carbon-Keramikbremse. Wir haben die größte Bremse auf der Welt. Und die greift. Hast du ja gerade gesehen. Aber komm, wir müssen hier mal noch das ESP ausmachen. Das sollte ganz aus sein. Boah, da geht er einmal ein bisschen kurz hier weg. Er ist halt natürlich auch deutlich hecklastiger ausgelegt als der normale Continental GT. Aber jetzt, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das lenkt sich hier richtig, richtig gut ein. Also ohne Scheiß, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sich das so gut einlenken lassen würde. Aber Sound ist echt gut, also dieses Zischen, ne? Das muss man wirklich sagen, das ist echt geil. Hier nochmal aus dem zweiten raus. Boah. Also ich bin echt mal gespannt. Hier Akrapovic die Titan-Abgasanlage, wie das dann nochmal im Vergleich klingt. Aber vor allem, was du halt wirklich merkst, hier in diesen engen Kurven, wie agil sich das einlenken lässt. Schauen wir mal, hier kommt eine enge Linkskurve. Oh, die könnte man echt nochmal hochfahren sogar.
schau mal hier, volle Power da. Also echt gut, wirklich, wirklich gut. Ja, schnallt schon echt gut raus. Schau mal hier im ersten. Und jetzt drauf. Auch wie schnell das Getriebe schaltet. 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe haben wir hier am Start. Und das schaltet boah, hier aus der Kurve raus. Das schaltet fast doppelt so schnell wie beim normalen Continental GT. Also da wurde auch nochmal deutlich dran gearbeitet. Zack. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, Leute, ich hätte echt nicht gedacht, wir haben hier 2,4 Tonnen am Start, dass das Ding hier sich so gut in den Kurven fahren lassen würde. Klar, natürlich, wir haben Hinterachslenkung jetzt am Start, wir haben Schwerdifferential. Also da wurde wirklich einiges von Bentley getan, dass sich hier der Continental GT, der GT Speed nochmal deutlich sportlicher fahren lässt. Und da muss man wirklich sagen, das hat Bentley echt gut hinbekommen. So Leute, dann würde ich sagen, machen wir Schluss hier mit dem Video. Mein Fazit zum Bentley Continental GT Speed, wirklich ein geiles Teil. Man merkt, das Auto ist nochmal ein gutes Stück sportlicher geworden gegenüber normalen Continental GT, aber hat überhaupt nicht an Komfort verloren. Das Ganze mit der Hinterachslenkung, elektronisches Schwerdifferential, das Ganze einfach nochmal hier sportlicher ausgelegt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier mit 2,4 Tonnen so ein Auto so gut in den Kurven fahren lassen würde. Vor allem, nachdem ich dann hier, Gott sei Dank, so einen Leichtbau wie den Robert mit dabei habe mit 60 Kilo. Da gleicht sich natürlich das Ganze dann nochmal aus. Ich würde sagen, wir machen Schluss. Robert, ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ja, das war mega geil. Fandest du es wieder romantisch, hier Ja, in Rom Cabrio fahren? Die zweite Stadt der Liebe, du hast mich schön nass gemacht. Ja, War schön voll perfekt. mit dir. Von daher, ich würde sagen, wir hacken hier nochmal schön in den ersten Gang rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder.